Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield 5 Video. Vielen Dank, dass ihr einmal mehr mit am Start seid. Leute, es ist der 1. Juni, Sommeranfang plus der Monat, in dem der neue Battlefield-Teil revealed wird, inklusive Trailer, Official von DICE. Da können wir uns alle drauf freuen. Endlich Schluss mit den Leaks. Darum soll es in dem Video aber gar nicht gehen, sondern es geht um das Gewehr 1 bis 5, der Semi-Auto-Variante des Sturmgewehr 1 bis 5. Und zwar hat mich da der liebe Bot MK2, ihr kennt ihn noch alle, drum gebeten, ja, mal ein kurzes Review beziehungsweise einfach mal die Waffe auszutesten, weil man die einfach gar nicht sieht. Warum man die nicht sieht, das hat natürlich auch Gründe. Dementsprechend werden wir heute mal auf Spezialisierungen, Rückstoßverhalten und Performance ganz einfach im Multiplayer zusammen eingehen. Beginnen wollen wir auf jeden Fall mal wieder mit einem kurzen Pro und Contra des Gewehr 1 bis 5. Pro definitiv, dickes Magazin ist am Start mit 31 Schuss und die Waffe ist auch sehr präzise. Ganz ehrlich, das war es jetzt aber auch schon mit den Vorteilen in Anführungszeichen, denn die Nachteile sind ganz klar, wir haben nur eine 360er Feuerrate, wir haben geringeren Schaden als bei den meisten Gewehren in der Klasse, das zeige ich euch gleich noch in der Übersichtsgrafik, und wir haben einen verhältnismäßig hohen Rückstoß nach oben, sprich den vertikalen Rückstoß, denn zum Glück gibt es bei den Semi-Auto-Rifles keinen horizontalen Rückstoß, also kein Abweichen von links auf rechts. Ich habe euch hier in der Grafik mal dargestellt, das M1 Garand, gegenübergestellt meine ich, das M1 Garand und das M1A1 Carabine. Und da seht ihr schon, beim M1 Garand hat auch eine 360er Feuerrate in Kombination mit einem geringeren Rückstoß. Klar, hat weniger Kugeln im Magazin, aber auch die Schadenswerte sind da deutlich besser. Ihr startet mit einem 40er Schaden und geht runter maximal auf 23. Das wiederum würde eher zum M1A1 passen, allerdings dürft ihr da nicht vergessen, der abfallende Schaden, die Kurve ist relativ ähnlich im zweiten und dritten Drittel, allerdings habt ihr da einfach 450er Feuerrate und ballert da ganz anders durch. Das Ganze macht sich natürlich auch noch in der Time to Kill bemerkbar. Hier habe ich euch nämlich im Vergleich mit das stärkste Gewehr für den Sturmsoldaten, nämlich den großen Bruder, das Sturmgewehr 1 bis 5. Im Vergleich mit der M1 Garand, die wir uns schon angeschaut haben, schauen wir da Damage over Distance. Ganz klar M1 Garand überlegen, danach kommt das Gewehr 1 bis 5, aber das ist ja nach Kugeln gemessen. Das heißt, in Verbindung mit der höheren Feuerrate, das ist das Wesentliche, worauf es ankommt, nämlich bei der Time to Kill. Da seht ihr schon, das Teil dauert mit am längsten, bis die Gegner down sind, und man muss dann auch natürlich treffen. Nicht vergessen, vertikaler Rückstoß ist nicht ohne. Klar, bei einem Sturmgewehr 1 bis 5 habt ihr vollautomatisch, da muss man auch durchtappen, dass man den horizontalen Rückstoß ein bisschen eindämmen kann. Nichtsdestotrotz ist es jetzt von den Werten nicht ganz so, ja, oder muss man ganz einfach sagen, die Werte sprechen da schon eine sehr, sehr deutliche Sprache. Ist das Teil jetzt kacke? Nee. Es ist definitiv nicht kacke, weil es gibt eigentlich keine wirklich komplett scheiß Waffe in Battlefield, außer Liberator. Gruß geht raus an die ein oder anderen aus meiner Community, die immer noch darum kämpfen, dass ich dazu eine Challenge mache. Leute, also gar kein Bock, aber ich überlege es mir natürlich nach wie vor. Und ja, bevor wir jetzt in ein abschließendes Fazit reingehen, schauen wir uns noch mal einmal ganz kurz den Rückstoß gemeinsam an. So, wie ich vorher schon erwähnt hatte, also wir haben lediglich einen vertikalen Rückstoß eben nach oben. Der fällt schon ordentlich aus, wie ihr seht, also trotzdem kann man den relativ gut durch Gegenziehen gegenkontrollieren. Nichtsdestotrotz ein bisschen den Versatz nach oben hat man einfach gegenüber jetzt einem M1A1 oder auch anderen Waffen. Warum ich da links unten kurz abgerutscht bin, weiß ich nicht, liegt vermutlich an meinem üblen Stickdrift, den ich aktuell habe. Muss dringend meine Controller richten bei der Gelegenheit. Ja Leute, und zusammenfassend würde ich sagen, die Waffe ist natürlich nicht schlecht, sie gehört mit Sicherheit nicht zu den besten. Was man damit aber wirklich sehr, sehr gut trainieren kann, ist das Rückstoßverhalten nach oben und euer Aiming. Also klar, wenn jetzt einer mit einer M1907 mit beiden Aim Assists auf 100% euch noch 5 Meter dank des Netcodes neben einer Hausecke, hinter einer Hausecke wegholt, da hilft euch das nichts. Nichtsdestotrotz hat mir die Challenge und das Teil wirklich Laune gemacht, und nehmt es mal als Training. Ihr werdet generell nur besser, wenn ihr auch mal alle Waffen ausprobiert, ja, und mal euch da durchtestet, mal das Verhalten prüft. Das hilft euch auch für andere Games, weil
Wenn ihr immer nur die Meta-Waffen spielt, siehe zum Beispiel Warzone, und dann kommt eine andere Waffe ins Spiel oder wird gebufft, dann seid ihr halt erstmal raus, weil die guten Player, die können dann damit sehr gut umgehen, und die immer nur das eine spielen, die sind halt dann erstmal im Nachteil. So Leute, das war's vorerst, also noch nicht komplett, weil am Ende des Videos habe ich euch noch die Spezialisierungen mit angehängt, dass ihr auch seht, wie ihr das Teil am besten skillen sollt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit noch ein bisschen Gameplay. Vergesst nicht ein Like und ein Abo dazulassen für mehr Battlefield-Content oder FPS-Content. Haut rein, macht euch eine gute Zeit und bis dann, euer A-Team.